Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflöten-Kanal. Heute geht es wieder mal um freie Verzierungen. Viele von euch haben sich dazu weitere Videos gewünscht und heute widmen wir uns dem Thema Diminutionen. Das Wort Diminutionen kommt vom lateinischen diminuere, was so viel heißt wie aufteilen, zerspalten, einteilen. Und in der Musik, vor allem in der Musik der Renaissance und des Barock, die wir ja vielfach auf der Blockflöte spielen, da ist es eine ganz wichtige Verzierungspraxis gewesen, eine Art der freien Improvisation. Und zwar, indem ich die Notenwerte, die da stehen, aufspalte in viele kleinere Notenwerte. Also wenn ich zum Beispiel eine halbe Note hätte, kann ich daraus 2 Viertelnoten machen oder 4 Achtelnoten oder 8 Sechzehntelnoten und so weiter oder natürlich auch eine Kombination daraus. Das Ganze haben viele Komponisten der Zeit auch festgelegt in Noten. Das war eine Praxis, die man frei improvisiert hat, aber in Stücken können wir die auch finden. Ganz bekannt zum Beispiel die Stücke von Jacob van Eyck für Blockflöte Solo. Und da kennt ihr ja sicher die wunderschöne Daphne, diese Melodie. Und Van Eyck hat ja dazu Variationen komponiert und die Variationen sind eigentlich nichts anderes als Diminutionen, wo also die Noten, die ursprünglich in der Melodie stehen, nochmal aufgeteilt, zerkleinert werden in viele kleine. Natürlich wusste Van Eyck, welche Töne reinpassen. Das ist aber gar nicht so schwierig, wenn man sich nah dran hält an den Noten, die da stehen. Also jetzt nicht gleich anfängt mit extremen Sprüngen nach oben oder unten. Ein anderes typisches Beispiel für so eine Diminutionstechnik ist der bekannte Italian Ground. Den spielen viele von euch, glaube ich. Und diese Anfangsmelodie, die klingt diminuiert, also aufgeteilt in noch mehr Noten, die eigentlich nicht da standen, dann so. Hier wurden also die ursprünglichen Noten, die in der Melodie dastehen, umspielt sozusagen und der ursprüngliche Notenwert aufgeteilt. Wenn ihr das jetzt selber machen wollt, scheint erstmal ganz schwierig, aber ihr müsst immer klein anfangen und ihr müsst einfach mal ausprobieren. Wir gucken uns noch ein paar andere Beispiele an. Die Diminutionstechnik war, wie gesagt, in der Renaissance und im Barock ganz gang und gäbe. Und da gibt es so eine schöne Melodie, die damals sehr beliebt war und die Girolamo dalla Casa diminuiert hat. Da ist aus der ursprünglichen Melodie, die zum Beispiel zu Anfang so klingt, dann durch Dalla Casa Folgendes draus gemacht worden. Oder hier nochmal ein anderes Beispiel. Die ursprüngliche Melodie war eigentlich so.
Und er hat da ganz viel diminuiert, sodass es nun so klingt. Aber im Hochbarock gibt es auch Beispiele für die Diminutionspraxis. Zum Beispiel bei Jean-Philippe Rameau, da habe ich mal ein Rigodon, also ein Tanzstück, was eigentlich aus den Cembalo-Suiten von Rameau ist, jetzt auf der Blockflöte gespielt. Ein Rigodon also. Und dazu hat Rameau selbst ein Double geschrieben. Double heißt eigentlich doppelt. Also er hat hier auch die Notenwerte zerkleinert, statt große Notenwerte, kleine Notenwerte und dadurch mehr Noten. Und das Double klingt dann so. So, jetzt wollen wir mal schauen, wie ihr das vielleicht selbst anwenden könnt. Dazu habe ich mal die Telemann-Sonate in F-Dur genommen aus dem Getreuen Musikmeister. Die hat so ein schönes Largo, einen zweiten Satz, einen langsamen Satz. Und da kann man jetzt zum Beispiel ein bisschen was diminuieren, indem man die Noten, die da steht, umspielt. Also indem ihr nach oben oder nach unten ausweicht und die Note spielt. Dazu müsst ihr natürlich genau rechnen, wie viele Noten reinpassen, sodass ihr pünktlich auf dem nächsten Schlag seid. Ich kann ein bisschen ausprobieren, was klingt gut und was vielleicht nicht so gut. Und dann kann ich natürlich diese verschiedenen Arten, die ich ausprobiert habe, auch kombinieren miteinander. Ich muss das nicht so stereotyp dann dreimal dieselbe Umspielung machen, also in dieselbe Richtung, sondern kann das auch ein bisschen kombinieren. Und wenn ich darin ein bisschen Übung bekommen habe, dann kann ich mich vielleicht auch mal trauen, weiter auszuweichen und dann schnellere Notenwerte reinzubringen, weil ich mich ja dann auch beeilen muss, um wieder pünktlich beim nächsten Schlag zu sein, beziehungsweise bei der nächsten Note, die wieder zu umspielen wäre oder auch nicht.
Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe schon mal ein Video gemacht über freie Verzierungen, wo es darum ging, Notenabstände, also Intervalle, aufzufüllen. Also wenn jetzt nicht ein Ton nach dem anderen kommt, sondern ein Sprung dazwischen ist, also zum Beispiel vom F zum C hoch, dass man dann einfach diese Lücke sozusagen auffüllen kann. Das Video kann ich euch nochmal hier unten im Infokasten anzeigen. Könnt ihr das nochmal angucken. Das ist ja im Prinzip auch eine Diminution, weil ihr ja auch da aus der einen Note zumindest kleinere Notenwerte macht. Also das hat schon miteinander zu tun, aber hier geht es uns heute ja nicht nur um die Auffüllung der Intervalle, sondern wir nehmen die Noten, die da sind, und umspielen die und verkleinern ihre Notenwerte und erhöhen damit die Anzahl der Noten. Und das ist das Grundprinzip. Wenn ihr das jetzt probiert und dann könnt ihr noch schneller umspielen und noch mehr Noten und dann kommt es in die Richtung von dem, was ihr manchmal in Aufnahmen hört, was Leute machen. Aber auch hier wieder ganz wichtig, fangt klein an, probiert mal aus, nicht gleich 30 Noten daraus machen wollen, sondern erstmal vielleicht die Anzahl der Noten verdoppeln. Ja, soweit zu den Diminutionen. Es gibt natürlich auch Stücke, die nennt man Diminutionen. Das sind solche Stücke wie zum Beispiel von Dalla Casa, was ich vorhin angespielt habe. Aber Diminution ist auch eben eine grundsätzliche Verzierungspraxis, die jeder eigentlich anwendet, der freie Verzierungen spielt. Ich hoffe, ihr konntet hiermit viel anfangen. Ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, das mal auszuprobieren. Und falls euch das gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob euch das gelingt, ob ihr das schon mal probiert habt, was eure Erfahrungen sind. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, ansonsten natürlich freue ich mich auch, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!